Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Oberflächen in Acryl. Was ihr hier seht, ist heute unser Thema, und zwar geht es um Lasuren und den Einsatz von Wasser. Das kann man auf ganz unterschiedliche Weise machen. Ich zeige euch ein paar Variationen und wie immer lege ich auch hier verschiedene Schichten übereinander. Ihr seid sicherlich schon gespannt. Auf diesem Aquarellpapier mit Malerkrepp aufgeklebt möchte ich euch einige Variationen zeigen. Wir brauchen heute keine Grundierung für unser Papier. Besser gesagt, unser erster Farbauftrag ist die Grundierung. Ich brauche dazu ein Gelb und verdünne es mit etwas Acrylbinder. Dadurch wird es lasierender und die ganze Sache leuchtet mehr. Diese Techniken könnt ihr ohne weiteres auch auf Keilrahmen, Malplatten etc. anwenden. Die Grundierung ist auf dem Papier und es hat sich ein bisschen gewellt. Diese Wellen werden sich wieder glätten, wenn es trocken ist, und das seht ihr hier. Mit einem weiteren Stück Kreppband teile ich mir jetzt die Fläche etwas auf, weil ich unterschiedliche Variationen auf den Flächen zeigen möchte. Ganz wichtig für unsere Technik heute eine Sprühflasche mit Wasser. Und dann kann es auch schon losgehen mit unserer ersten Lasur. Das heißt, ich nehme ein Orange in diesem Fall und trage es mit wenig Wasser verdünnt auf. Wer mag, kann dazu auch noch etwas Binder geben, das macht es etwas transparenter. Heute ist es sehr warm in meinem Studio und ich muss noch etwas Wasser dazu nehmen, damit die Farbe nicht so gleich trocknet. Ihr seht hier, dass das Gelb auch noch hindurch leuchtet. Nun sprühe ich Wasser auf. Die Wassertropfen sollen nur auf der orangen Fläche landen. Alles, was darunter ist, tupfe ich sofort ab. Das Ganze soll so lange antrocknen, bis die Tropfen noch feucht sind. Hier seht ihr es deutlich, aber die Farbe drumherum schon leicht angetrocknet. Erst dann tupfe ich mit einem saugfähigen Papiertuch diese feuchten Stellen ab und es entstehen Sprenkel. Die gelben Sprenkel leuchten wie kleine Sterne. Bevor ich jetzt die nächste Lasur auftrage, muss das gründlich trocknen. Hier habe ich ein dunkles Naphtholrot. Ich habe es auch so weit verdünnt, dass es noch transparent ist. Und dann wiederhole ich den Vorgang. Ich habe also wieder Wasser aufgesprüht und abgetupft. Wenn ich den Effekt intensivieren will, kann ich, solange es noch nicht komplett trocken ist, Wasser aufsprühen und das Ganze wiederholen.
Hier mal aus der Nähe. Einige Flecken sind gelb, andere sind orange und das Rot im Vordergrund hat jetzt die größte Dominanz. Während oben alles trocknet, kann ich jetzt unten einfach schon mal meine nächste Variation zeigen. Ich verwende auch wieder das Orange als erste Lasur. Und diesmal stelle ich die Sprühflasche auf einzelnen Sprühstrahl und kippe die Fläche etwas an. Dann kann das aufgesprühte Wasser von unten nach oben hin laufen. Hier seht ihr nochmal, die Spuren sind noch feucht, daneben ist alles trocken. Zeit, um mit dem Papiertuch alles abzutupfen. Ja, das ist hier schon passiert und alles ist getrocknet. Und auf die getrocknete Fläche trage ich jetzt noch eine Lasur auf, das Naphtalrot. Und das Wasser trage ich jetzt mit einem Pinsel auf, auch in Spuren von oben nach unten, aber nicht gesprüht, sondern einfach mit einem Pinsel darüber gestrichen. Bevor ich hier weitermachen kann, muss ich alles wieder sehr gründlich trocknen. Ich widme mich nochmal der oberen Partie. Ich nehme ein Weiß und habe mir jetzt ein Neonpink ausgesucht, mische mir eine recht deckende, sehr leuchtend rosa Farbe und versuche jetzt mal damit die gleiche Technik . Das Wechselspiel zwischen kühlen Rosatönen und diesen warmen Orange-Gelbtönen macht das Ganze interessant. Wenn ich jetzt nochmal darüber reibe, bekomme ich noch ganz viel von dem Gelb wieder nach vorne. Schaut mal, das ist doch richtig spannend. Nachdem alles komplett trocken ist, ziehe ich erstmal das mittlere Kreppband ab. Und dann kommt noch eine weitere Lasur, und zwar pures Neonpink über den unteren Bereich und auch ein wenig über diesen gelben Streifen. Und diese Technik kennt ihr jetzt auch. Einfach aufsprühen und laufen lassen. Diesmal lasse ich die Tropfen auch über die obere Fläche hinweglaufen.
So, wieder Zeit, um es abzutupfen. So sieht es nachher aus und wieder trocknen. Während ich das Band abziehe, fällt mir ein, ich könnte euch noch eine weitere Variation zeigen. Aber erstmal schauen wir uns das an, was bis jetzt entstanden ist. Durch die Überlagerung der Lasurschichten sind jetzt etwas zartere und etwas kräftigere Strukturen entstanden, die dem Bild bzw. dem Versuch etwas Tiefe verleihen. Doch nun zu meiner nächsten und für dieses Video letzten Idee. Ich nehme diesmal ein transparentes Violett. Das wird über die gesamte Fläche aufgetragen. Auf diese Fläche habe ich jetzt auch wieder Wasser aufgesprüht. Und jetzt kommt der Föhn nochmal ins Spiel. Ich stelle den Föhn auf kalt und verpuste die Wassertropfen kreuz und quer über das Papier. Ich versuche sie möglichst nicht zu trocknen, sondern nur zu verpusten. Die Spuren müssen auf jeden Fall noch feucht sein, bevor ihr sie mit dem Papier abtupft. Nochmal trocknen. So, das waren einige Vorschläge von mir. Vielleicht probiert ihr das alles mal aus, vielleicht auch erstmal auf Papier, so wie ich, mit verschiedenen Farben, geht von hell nach dunkel, das wirkt sehr schön. Vielleicht probiert ihr es auch mal mit Blautönen oder Grüntönen aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf das nächste Video aus der Reihe Oberflächen in Acryl. Bis dahin, bleibt alle gesund. Tschüss!